Aufruhr-Notifikation, E-Mail-Alerts und Annas frustrierte Voice. Also in dem Buch steht, dass die Konzentration... eine neue E-Mail. Uff, das ist unmöglich. Ich kann nicht mal eine Seite lesen. Hallo zusammen, ich bin Anna. Hallo Anna, das klingt, als hättest du einen Kampf mit den Ablenkungen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Ich führe einen Krieg, Lukas, nicht nur einen Kampf. Mein Gehirn springt von einer Sache zur nächsten. Ich versuche zu arbeiten, aber mein Handy leuchtet auf. Ich versuche ein Buch zu lesen, aber meine Gedanken sind schon bei der nächsten E-Mail. Meine Aufmerksamkeit ist total fragmentiert. Fragmentierte Aufmerksamkeit, das ist eine sehr gute Beschreibung. Und das ist unser Thema heute. Wie man sich im Zeitalter der Ablenkung konzentriert. Wir werden analysieren, warum es heutzutage so schwer ist, sich zu konzentrieren. Und wir werden praktische Strategien lernen, um unsere Aufmerksamkeit zu trainieren. Das ist eine Lektion auf B1-Niveau, also erwarten Sie eine tiefe und nützliche Konversation. Bitte, ich brauche diese Strategien. Ich möchte wieder das Gefühl haben, eine Sache von Anfang bis Ende machen zu können. Das werden wir schaffen. Der erste Schritt ist zu verstehen, dass deine Aufmerksamkeit eine wertvolle und begrenzte Ressource ist. Und die moderne Technologie ist darauf spezialisiert, sie zu stehlen. Den Feind verstehen. Die Ablenkung. Anna, es ist wichtig, dass du verstehst, dass es nicht nur dein persönliches Problem ist. Es ist ein Problem unserer Generation. Die Apps, die sozialen Medien, die Nachrichten, alles kämpft um unsere Aufmerksamkeit. Ja, es fühlt sich an, als ob alles schreit, schau mich an, klick hier. Genau, und das größte Problem sind die Benachrichtigungen. Jedes Mal, wenn dein Handy ein Geräusch macht oder vibriert, schüttet dein Gehirn ein bisschen Dopamin aus. Das ist eine Chemikalie, die uns ein gutes Gefühl gibt. Das Gehirn wird süchtig nach dieser kleinen Belohnung. Deshalb ist es so schwer, das Handy zu ignorieren. Mein Gehirn suchte also nach dieser Belohnung, als ich versucht habe, mein Buch zu lesen. Exakt. Du benutzt die Zeitformen sehr gut. Ein weiteres Problem ist das unendliche Scrollen. Du kannst auf Instagram oder TikTok ewig nach unten wischen. Es gibt kein Ende. Das trainiert unser Gehirn darauf, sich nie zufrieden zu fühlen. Es will immer mehr. Das ist wahr. Obwohl ich weiß, dass es nicht gut ist, verbringe ich manchmal Stunden mit Scrollen, ohne es zu merken. Obwohl ich weiß, dass es nicht gut ist. Das ist ein perfekter B1-Satz. Das Resultat von all dem ist, dass unser Konzentrationsmuskel sehr schwach wird. Aber die gute Nachricht ist, man kann diesen Muskel trainieren. Den Konzentrationsmuskel trainieren. Wenn du einen Marathon laufen willst, fängst du nicht mit 42 Kilometern an. Du fängst mit 1 Kilometer an. Mit der Konzentration ist es genauso. Ich empfehle dir, dass du mit einer sehr einfachen Übung anfängst. Welche Übung? Nimm ein echtes Buch aus Papier, keinen Bildschirm. Stell dir einen Wecker für nur 10 Minuten. In diesen 10 Minuten ist deine einzige Mission zu lesen. Ohne Handy, ohne Musik, ohne Ablenkungen. Wenn deine Gedanken abschweifen, ist das nicht schlimm. Bemerke es und kehre sanft zur Lektüre zurück. Nur 10 Minuten? Das klingt sehr kurz. Das ist das Ziel. Es ist wichtig, dass es so einfach ist, dass du keine Ausrede hast, es nicht zu tun. Das Ziel ist nicht viel zu lesen. Das Ziel ist, deinem Gehirn beizubringen, 10 Minuten lang bei einer Sache zu bleiben. Wenn du das jeden Tag machen würdest, würdest du nach einer Woche einen großen Unterschied bemerken. Okay, 10 Minuten bewusstes Lesen jeden Tag. Das ist ein guter erster Schritt. Das erinnert mich an die Pomodoro-Technik, über die wir in der Lektion über Prokrastination gesprochen haben. Genau, es ist dasselbe Prinzip. In kurzen, fokussierten Blöcken arbeiten. Du könntest die Pomodoro-Technik für deine Arbeit nutzen. 25 Minuten Konzentration, 5 Minuten Pause. Es ist fundamental, dass du deinem Gehirn die Möglichkeit gibst, den Fokus zu trainieren. Den Muskel zu trainieren ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, die Ablenkungen zu eliminieren.
Unsere Willenskraft ist begrenzt. Es ist einfacher, die Umgebung zu ändern, als sich selbst. Was meinst du mit die Umgebung ändern? Ich meine deine digitale und deine physische Umgebung. Erstens die digitale. Das Erste, was du tun solltest, ist fast alle Benachrichtigungen auf deinem Handy zu deaktivieren. Alle? Aber was ist, wenn etwas Wichtiges passiert? Nicht alle. Du kannst Anrufe und Nachrichten von wichtigen Personen anlassen, aber die Benachrichtigungen von sozialen Medien, Nachrichten-Apps, Spielen, sie sind der Feind Nummer 1 der Konzentration. Wenn du diese Benachrichtigungen deaktivieren würdest, würdest du die Kontrolle über deine Aufmerksamkeit zurückgewinnen. Okay, die Benachrichtigungen deaktivieren? Das ist ein großer Schritt, aber ich glaube, du hast recht. Zweitens, deine physische Umgebung. Es ist entscheidend, dass du einen festen Arbeitsplatz hast, wenn das möglich ist. Ein Ort, den dein Gehirn nur mit Arbeit oder Lernen verbindet. Und dieser Ort sollte sauber und aufgeräumt sein. Das ist wahr. Letzte Woche habe ich versucht, auf meinem Sofa zu arbeiten. Es war eine Katastrophe. Der Fernseher lief, meine Katze saß auf meinem Laptop, ich habe nichts geschafft. Und Sie? Haben Sie zu Hause einen Platz nur zum Arbeiten? Wenn Sie keinen haben, könnten Sie versuchen, einen zu schaffen. Sogar eine kleine Ecke kann funktionieren. Part 4. Den Geist kontrollieren. Controlling your mind. Wir haben über externe Ablenkungen gesprochen, das Handy, der Lärm. Aber manchmal sind die schlimmsten Ablenkungen intern, unsere eigenen Gedanken. Absolut. Manchmal sitze ich in kompletter Stille und versuche zu lesen, aber mein Gehirn denkt über das Abendessen, den Urlaub oder eine E-Mail nach, die ich senden muss. Genau. Dafür gibt es eine sehr einfache Achtsamkeitstechnik. Wenn du arbeitest und ein ablenkender Gedanke auftaucht, kämpfe nicht gegen ihn. Akzeptiere ihn einfach. Denke, ein Gedanke über das Abendessen. Interessant. Und dann, ganz sanft, kehre zu deiner Aufgabe zurück. Also, ich soll mich nicht über mich selbst ärgern, weil ich abgelenkt bin? Niemals. Es ist unmöglich, nicht abgelenkt zu sein. Der menschliche Geist ist so. Das Training besteht nicht darin, keine ablenkenden Gedanken zu haben. Das Training besteht darin, die Ablenkung zu bemerken und zum Fokus zurückzukehren, immer und immer wieder. Jedes Mal, wenn du zurückkehrst, wird dein Konzentrationsmuskel stärker. Den Gedanken anerkennen und sanft zurückkehren. Das gefällt mir. Es ist eine sehr mitfühlende Art zu trainieren. So, jetzt haben wir ein komplettes System, um die Konzentration zu verbessern. Lass uns nun deinen Aktionsplan für die nächste Woche erstellen, Anna. Okay, mein Fokusplan. Ich bin bereit. Gut. Erstens das Training. Welche Übung wirst du jeden Tag machen, um deine Aufmerksamkeit zu trainieren? Jeden Tag nach dem Frühstück werde ich 10 Minuten lang ein Buch aus Papier lesen. Ohne Handy. Ausgezeichnet. Ein kleines, klares Ziel. Zweitens die Umgebung. Welche Änderung wirst du heute vornehmen? Heute werde ich die Benachrichtigungen von Instagram, TikTok und den Nachrichten-Apps auf meinem Handy deaktivieren. Sehr gut. Das ist ein sehr mutiger Schritt. Und deine physische Umgebung? Ich werde meinen Schreibtisch aufräumen. Im Moment herrscht dort Chaos. Es ist wichtig, dass es ein ruhiger Ort ist. Und schließlich der Plan für die inneren Ablenkungen. Wenn du arbeitest und deine Gedanken an den Urlaub wandern. Ich werde mich nicht ärgern. Ich werde sagen, ein Gedanke über den Urlaub. Und dann werde ich zu meiner Arbeit zurückkehren. Anna, das ist ein perfekter Plan. Er ist konkret, realistisch und bekämpft das Problem von allen Seiten. Ich bin sicher, wenn du das tust, wird sich deine Konzentrationsfähigkeit enorm verbessern. Danke, Lukas. Ich fühle mich viel optimistischer. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass meine Aufmerksamkeit kaputt ist. Ich habe das Gefühl, dass ich sie reparieren kann. Ihre letzte Mission. Es ist eine Wahl.
Sagen Sie uns in den Kommentaren, welche dieser Strategien Sie diese Woche ausprobieren werden. Das bewusste Lesen für 10 Minuten, die Benachrichtigungen deaktivieren, Ihren Arbeitsplatz organisieren. Wählen Sie nur eine Sache und fangen Sie morgen damit an. Wir sind gespannt auf Ihre Fokuspläne. Vielen Dank für diese sehr nützliche Lektion, Lukas. Gern geschehen. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Denken Sie daran, Konzentration ist eine Superkraft im 21. Jahrhundert. Und es ist eine Superkraft, die man trainieren kann. Auf Wiedersehen. Tschüss und viel Konzentration. Mm, 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 mm.